Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video, willkommen zu neuen Aufnahmen, wieder mal bei Opas/Großvaters Anlage. Die Aufnahmen stammen aus dem Januar diesen Jahres. Da war ich mal beim Großvater zu Besuch und habe etwas gespielt und das Ganze für euch mit der Kamera festgehalten. Es war nicht ganz so viel Verkehr. Ich hatte auch nicht ganz so viel Zeit, ich war beruflich dort und ja, da waren nicht so viele Möglichkeiten, da neue Züge oder neue Varianten zu bilden. Gibt auch derzeit oben auf dem oberen Anlagenteil ein paar Baustellen, aber dazu später mehr. Ja, wie ihr seht, sind wir hier an der Kehrschleife des Neubauabschnittes und der kurze Hamster rauscht hier vorbei und ihm folgt direkt im Blockabstand ein ICE 3. Ich versuche also etwas Verkehr zu machen, auch wenn ich hier gerade mit der Kamera wackel, um euch etwas unterhalten zu können. Die selbstgebaute LPG hier im Hintergrund macht doch was her, wobei ich im Nachgang betrachtet sagen muss, dass ich das Licht hätte von meinem Stativ, von meinem Ringlicht etwas anders einstellen, da es doch teilweise ganz schön blendet. Aber ja, es wird nicht der letzte Versuch sein mit euch. Und hier oben seht ihr auch schon das Problem, die BR94. Dort habe ich von einem lieben Zuschauer neue Gleise bekommen, der das beim letzten Video, wo ich das erwähnt habe, dass es in dem vorderen Abschnitt an der Weiche, wo ihr gerade links im Bild gesehen habt, etwas Probleme mit der Stromaufnahme gibt. Und nach den Aufnahmen hier habe ich auch angefangen, das Problem in Angriff zu nehmen, hatte dann aber nicht mehr so viel Zeit und denke, bis zum nächsten Besuch, entweder hat es Großvater schon selber gelöst und gebaut oder ich werde mich der ganzen Sache annehmen. Und hier hatte ich wieder Glück mit der Aufnahme, dass es eine Dreifachbegegnung gibt. Die BR94 zählen wir mal nicht dazu, denn ja, die steht aufgrund eines stromlosen Abschnittes, wie eben vorhin schon erwähnt. Da haben wir etwas die Perspektive gewechselt. BR94 auf dem oberen Anlagenteil im inneren Kreis, der auch gleichzeitig für die Ab- und Auffahrt bzw. für die Verbindung der beiden Anlagenteile sorgt. Zum Ende des kleinen Videos werden wir auch noch ein paar Aufnahmen sehen, wie sich die jetzt gerade im Vordergrund vorbeifahrende Ludmilla da nach oben arbeitet. War gar nicht so einfach, die Gleise waren recht verschmutzt und ich musste da mehrfach Anlauf nehmen, damit ihr da passende Aufnahmen seht. Auch hier gibt es jetzt gleich ein paar Probleme, wie ihr seht. Ja, gehört typisch dazu, das ist ein bisschen ein Problem bei den neueren Donnerbüchsen mit der Kupplung, die sind halt nicht wirklich für solche Radien und solche engen S-Kombinationen gemacht. 99 Mal fahren sie super, das 100. Mal entgleist es dann halt. Ich habe in letzter Zeit auch viel Reinigungsarbeiten gemacht, wenn ich bei Opa zu Besuch war, denn ja, so eine Anlage über die Jahre, früher hat er sich immer mal die Arbeit gemacht im Winter, da komplett Gestelle drüber. Im Winter sage ich, natürlich im Sommer, wo man weniger fährt, aber ich war dann derjenige und er selber, dass wenn es dann zu heiß geworden ist, ist man dann doch immer mal in den Keller verschwunden und hat Modellbahn gespielt und irgendwann haben wir es dann gelassen, aber die Jahrzehnte gehen halt an so einer Anlage auch nicht spurlos vorüber, vor allem der Staub, also der ist dann irgendwann mal tief, auch wenn ich sag jetzt mal alle 2-3 Jahre da mal wirklich grundgereinigt wird mit dem Staubsauger. Trotzdem bildet sich so viel Staub, gerade ihr habt es vielleicht in der Ecke gesehen,
Mein Opa hat dort noch einen kleinen Ofen, der mit Holz und Briketts für Wärme sorgt, nebst der Heizung. Und ja, das sorgt natürlich einfach auch dafür, dass da einfach auch Staub ist und relativ viel Luft verwirbelt wird. Und das setzt sich natürlich auch irgendwann auf der Anlage wieder ab. Hier gibt es jetzt beim Taurus auch gleich zu sehen, dass es da so ein, ich nenne ihn jetzt mal professionellerweise Langsamfahrabschnitt, auch wenn es kein richtiger ist, weil irgendwie gibt es dort weniger Strom. Die Stelle ist schon seit Jahren so, wir fanden das eigentlich immer ganz gut, dass der Zug dort langsamer fährt, ist aber technisch eigentlich nicht so gewollt. Müsste man sich auch mal komplett auseinandersetzen. Mir fehlt einfach auch die Zeit. Hier vorne seht ihr vielleicht, ich habe mich da wirklich bemüht. Die Fabrik habe ich mal wieder richtig entstaubt und solche Sachen. Und jetzt rollt der Russe, die Ludi, wie auch immer ihr sie nennen wollt, das erste Mal nach oben. Da hakt es etwas und deswegen müssen wir da immer mal einen Cut hinlegen. Ja, da die Rampe schon länger nicht mehr genutzt worden ist, sind das natürlich für euch filmische Cuts, so dass das für euch einigermaßen flüssig aussieht. Zu filmen hat mich das irgendwie knapp 15-20 Minuten gedauert, da irgendwie in dem Moment, wo ich die Kamera angemacht habe, gar nichts funktioniert hat. Wie ihr seht, ich musste immer wieder neu anlaufen mit dem Zug und ja, da auch mal etwas die Gleise reinigen, respektive da ein bisschen öfters drüber fahren. Und dann hat das auch wirklich wieder funktioniert. Aber ich denke, mit diesen alten Wagen seht ihr auch recht eindrücklich, wie eng das Ganze ist und wie es von unten nach oben, respektive von oben nach unten geht mit dieser Rampe, die hier gebaut ist. Wir befahren in der Zeit, wo wir das machen, 2 Stromkreise. Und die Trabos müssen so gestellt sein, dass es jeweils funktioniert. Wie ihr jetzt seht, hier war die Weiche nicht gestellt, die muss ich jetzt nachstellen. Du musst einiges beachten und jetzt lassen wir direkt von unten wieder nochmal nach oben anlaufen. Im zweiten Versuch. Die Lok hat hier auch ganz schön zu tun. Unter der Brücke, knapp unter der Brücke, kommt sie in den zweiten Stromkreis. Da bleibt sie jetzt wieder stehen und jetzt geht es weiter. Travo richtig gedreht. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier die Weichen alle gestellt habe. Natürlich nicht. Jetzt geht es so weiter. Ja, kommen wir langsam zum Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es wie immer etwas gefallen. Es würde mich freuen, wenn die noch kein Abo dagelassen haben, ein Abo dalassen, denn dann lohnt sich der Aufwand für mich doch noch etwas mehr, diese Videos zu machen. Aber das obliegt euch, würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Auf alle Fälle ein Like und ein Kommentar, mal noch ein paar Ideen, was man denn vielleicht so für Züge fahren lassen kann. Ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal auf alle Fälle noch ältere Fahrzeuge, BTTB und Zeuge rollen zu lassen, um euch das zu zeigen und mal die neueren Fahrzeuge etwas von der Anlage zu nehmen. Vielen Dank und ich würde sagen, bis bald, euer Micha Schornsteinfeger.